Ein Mountainbike-Fully für unter 2000 €. Könnte es funktionieren? Das Rockrider AM100S kostet sogar nur 1799 €. Und ob das Bike eine Trailrakete oder ein Rohrkrepierer ist, klären wir in dem Video. Auf bike-test.com haben wir den kompletten Mountainbike-Markt analysiert. Bei über 1700 Bikes, die wir uns angeschaut haben, war ein Fakt besonders auffällig. Und zwar, dass es kaum Mountainbike-Fullies unter 2000 € gibt. Warum ist das so? Die Gewinnmargen in dem Preisbereich sind super gering, das Business dementsprechend hart. Wenn du als Hersteller ein Fully für unter 2000 € produzieren willst, bist du zu Kompromissen gezwungen. Prestigeträchtige Marken wie Specialized, Scott oder Cannondale versuchen es deshalb erst gar nicht, in dem Marktsegment Fuß zu fassen. Der Sportartikel-Discounter Decathlon hat allerdings einen anderen Anspruch an seine Bikes. Die Franzosen wollen den Einstieg in den Mountainbikesport so günstig wie möglich gestalten. Auf den ersten Blick fehlt dem Bike nämlich wirklich nichts, um Spaß im Gelände zu haben. Es hat ein Luftfahrwerk, eine Teleskopstütze, 29er Laufräder und eine 1x12 Schaltung. Was will man mehr? Die Grafiken auf bike-test.com verraten eindeutig, die Sun-Ringle Duroc Systemlaufräder sind deutlich hochwertiger als das, was die Konkurrenz im selben Preisbereich verbaut. Die RockShox-Gabel und der Manitou-Dämpfer entstammen den Einsteigersegmenten der jeweiligen Hersteller. Was anderes war in dem Preisbereich aber auch nicht zu erwarten. Bei den Bremsen mixt Decathlon einen 4-Kolben-Bremssattel von SRAM an der Vorderachse mit einem 2-Kolben-Bremssattel an der Hinterradachse. Das zeigt schon, dass die Produktmanager wirklich jeden Euro umdrehen müssen, um dieses Bike so günstig anbieten zu können. Jenseits der Ausstattung ist natürlich der Rahmen interessant. Nicht selbstverständlich in dieser Preisklasse, aber dennoch gelungen, die eigenständige Optik. Die filigrane Dämpferaufhängung und das geschwungene Oberrohr prägen das eigenständige Design. Die Züge sind außen verlegt. Das ist kein Design-Highlight, erleichtert im Nachgang aber die Wartung. Für uns gibt es deshalb keine Kritik an dem Punkt. Ein wichtiger Fakt bei so einem Bike ist natürlich immer das Gewicht, weshalb wir es jetzt nochmal an die Waage hängen. 15,8 Kilo. Inklusive Pedale und Flaschenhalter ist es zugegeben kein Leichtgewicht. Aber man muss das Gewicht auch relativieren. Selbst Bikes für 4000 € und mehr wiegen in der Federwegsklasse 14 Kilo oder mehr. Die Zeiten, in denen so ein All-Mountain mit 150 mm unter 13 Kilo gewogen hat, die sind einfach vorbei. Bergauf beißt die Maus keinen Faden ab. Obwohl man mit einem Griff an den Dämpfer das Fahrwerk blockieren kann und einen die Sitzposition effizient in die Pedale treten lässt, fließt die ein oder andere Schweißperle mit dem 15,8 Kilo Gesamtgewicht, bis man am Trail-Einstieg oben ist. Aber ganz ehrlich, wer sich ein Bike mit 150 mm Federweg kauft, der legt den Fokus auch nicht auf die Auffahrt, sondern der will vor allem eins: bergab Spaß haben. Und jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert mit dem Rockrider. Oh ja, ich würde sagen, hier kann man schon mal richtig Spaß haben. Was einem auffällt, nach Landungen, da geht der Dämpfer hinten ein bisschen leer durch, wobei er am Anfang eigentlich relativ unsensibel ist. Das ist aber schon mal eine leichte Kritik, die man hier äußern kann. Aber dafür macht das Bike hier im Springen und in den ersten Kurven schon mal richtig Spaß. Es gibt auch alle viel Vertrauen. Der Vorderreifen mit einem groben Profil verzahnt sich ehrlich gesagt schon. Oh, wo geht denn hier hin? Relativ gut mit dem Untergrund. Und ja, hier kommt Laune auf. Die Geometrie fällt jetzt nicht super lang aus, sondern ist eher moderat. Was aber vor allem hier in so verwinkelten Trailabschnitten echt Laune macht, weil du dadurch nicht wahnsinnig viel Kraft brauchst, um das Bike um die Kurve zu bekommen, sondern es eigentlich relativ intuitiv gelingt. Oh, hier jetzt recht. Beim Anbremsen auf die Kurve merkst du schon immer, dass die Bremsen ein bisschen stärker sein könnten. Also die Kritik kann man sich natürlich nicht verkneifen, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass das Bike schon einen Spaßfaktor hat. Da kommt schon richtig Laune auf. Ich muss zugeben, das Bike hat mich echt überrascht. Vor dem Praxistest hätte ich nämlich nicht gedacht, dass man mit dem Radl für 1800 € so viel Spaß im Gelände haben kann. Klar, es gibt Kritik und die kann man auch nicht verleugnen. Die Bremsleistung an der Hinterradbremse ist echt mau,
wobei man die mit einer größeren Bremsscheibe als der verbauten 160er nur leicht ausbessern kann. Schwieriger wird schon beim Hinterbau, das ist nämlich der nächste Kritikpunkt. Der Dämpfer spricht etwas schlecht an und wenn er anspricht, geht er durch den Federweg. Also die Hinterbau-Performance kann mit hochpreisigeren Bikes echt nicht mithalten. Andererseits muss man auch ganz ehrlich zugeben, das sind Kritikpunkte, mit denen man leben kann, wenn man nicht mehr als 1800 € für ein Bike ausgeben kann oder will. Den kompletten Testbericht von dem Bike haben wir euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem haben wir auf bike-test.com einen Artikel, der sich nur mit Fullies unter 2000 € beschäftigt. Wenn euch die Preisklasse also interessiert, klickt da rein und lest euch den durch, dann seid ihr danach auf alle Fälle für den Kauf gerüstet.